Hallo Leute, ich bin Sarah, eine Frohnatur mit Fernweh, und auf meinem Kanal Moments of Travel nehme ich euch mit auf meine Reisen durch die Weltgeschichte. Da seit Covid-19 alles anders ist, habe ich mich dazu entschlossen, in diesem Jahr mehr von Deutschland zu bereisen. Deswegen nehme ich euch in der heute startenden Videoreihe mit auf meinen Roadtrip durch den Harz, wo ich so tolle Orte besucht habe wie Wernigerode, Quedlinburg und den Brocken. Und den Anfang macht heute die Stadt Goslar, die ich euch jetzt vorstellen werde. Heutzutage gehört diese Stadt im nordwestlichen Oberharz bei vielen Reisenden nicht zu den Zielen, die man unbedingt gesehen haben muss. Jedoch gab es eine Zeit, in der sie das Machtzentrum der deutschen Kaiser war und jeder im Land Goslar kannte. Was mir nach Ankunft direkt auffällt, sind die tollen, farbigen Fachwerkhäuser, die mir an allen Ecken der Stadt begegnen und die mich an die ehemalige mittelalterliche Handelsmetropole erinnern. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. So viele schöne Gebäude und malerische Gassen gibt es. Diese sind so gut erhalten, dass die Goslarer Altstadt seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Innerhalb der Altstadt und der teils heute noch stehenden mittelalterlichen Stadtbefestigung könnt ihr in die mehr als 1000-jährige Stadtgeschichte Goslars vom Mittelalter bis zur Gegenwart eintauchen. Jedes Gebäude hat seine eigene Geschichte. Mein erster Stopp führt mich zum Schuhhof, dem ältesten Platz in ganz Goslar. Direkt auf den ersten Blick verliebe ich mich in diesen Platz. Bildend der Baum in der Mitte, umrundet von verschiedenen farbigen Häusern, den Flechtstühlen der dortigen Cafés und das farbige Steinmuster auf dem Boden, doch ein sehr schönes Fotomotiv. Und für eine Pause zwischendurch bleibe ich auch direkt etwas hier. Nur wenige Schritte weiter erreiche ich den Marktplatz, auf dem dasselbe Bodenmuster zu erkennen ist. Das rote ehemalige Gildehaus aus 1494 ist dank seiner Farbe und besonderen Architektur zweifellos das Highlight auf diesem Platz. Plant ihr unbedingt etwas mehr Zeit ein und begutachtet auch die sehr detailliert gefertigten Figuren an der Außenfassade. Gefällt euch das Haus auch so gut, dann erzählt mir gern in den Kommentaren davon. Fun Fact: Auf dem Marktplatz könnt ihr das kostenlose Free Harz Wi-Fi nutzen. In der Mitte des Platzes steht ein Brunnen, auf dessen Spitze ihr einen goldenen Adler sehen könnt. Und das Rathaus der Stadt, neben dem roten Gildehaus, könnt ihr anhand der Arkaden und Spitzbogenfenster erkennen. Auch wenn alle Gebäude auf dem Platz unterschiedlich aussehen, passen sie von der Gestaltung doch sehr gut zusammen. Geschichtsbegeisterte können auch an einer der angebotenen Stadtführungen teilnehmen, wie zum Beispiel zum mittelalterlichen Goslar, dem jüdischen Leben oder den technischen Bauwerken rund um den Bergbau und die Trinkwasserversorgung. Dies ermöglicht euch, noch tiefer in die Stadtgeschichte einzutauchen, und immer wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich so ein Angebot gerne wahr. Vielleicht fragt ihr euch, warum wurde ausgerechnet Goslar als das Machtzentrum der deutschen Kaiser ausgewählt? Das lag unter anderem an der Gewinnung von wertvollen Erzen des Rammelsbergs, der sich ca. 15 Minuten außerhalb der Innenstadt befindet. Um das Machtzentrum zu unterstreichen, wurde am südlichen Rand der Altstadt die berühmte Kaiserpfalz errichtet, in der bei Reichstagen deutsche Geschichte geschrieben wurde. Die burgartige Palastanlage ließ Heinrich III. Im 11. Jahrhundert im romanischen Stil erbauen. Als Wanderkaiser zogen die Herrscher im Mittelalter von Pfalz zu Pfalz, denn keine Stadt konnte den kostspieligen Hofstaat des Kaisers das ganze Jahr über versorgen. Hat euch das Video und meine Tipps bisher gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Like gebt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Zurück in der Altstadt mache ich mich auf zur Marktkirche St. Cosmas und Damian. Schon von weitem fallen mir ihre Türme ins Auge. Warum? Weil beide komplett unterschiedlich gestaltet sind und so unverwechselbar sind. Ich entscheide mich dafür, den Nordturm mit seinen 66 Metern Höhe hochzulaufen, damit ich von oben einen tollen 360-Grad-Blick auf ganz Goslar bekomme. In Zeiten von Corona muss ich beim Aufstieg der teils steilen Holztreppen eine Maske tragen, und so komme ich noch schneller außer Atem als sonst schon. Doch mit etwas Ausdauer und einige Minuten später komme ich auf der Aussichtsplattform an und bin begeistert von dem, was ich von hier oben sehen kann. Und so schön wie der weite Blick auch ist, will ich bei einem anschließend gemütlichen Spaziergang noch etwas mehr von Goslar sehen, und so geht's für mich an den Abstieg. Kommen wir noch einmal zurück zum Rammelsberg. Das mittlerweile stillgelegte Erzbergwerk war das erste industrielle Baudenkmal in Deutschland, das von der UNESCO zum Welterbe ernannt wurde, und heute besteht der Komplex aus einem großen Museum und einem Besucherbergwerk. Neben meinen Vorschlägen könnt ihr in Goslar noch einiges mehr entdecken, deswegen fahrt hin und macht euch selbst einen Eindruck.
Ich beende dieses Video, wo es angefangen hat. Auf dem Schuhhof. Das war Goslar. Was für eine positive Überraschung, oder? Was hat euch denn am besten gefallen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie schön Goslar ist und hoffe, dass ich euch mit meinem Video auch etwas Lust auf diese Stadt machen konnte. Falls ja, dann gebt dem Video doch ein Like. Und wenn ihr auch bei meinem nächsten Harzabenteuer in der historischen Dampflok Rauf zum Brocken und beim Erkunden der Altstadt von Wernigerode dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Ciao!